Ich war recht überrascht, wie preiswert das Produkt eigentlich ist für seine Wirkung. Sollte es, denke ich, für einen Preis von 400 bis 4.000 Dollar verkauft werden. Denn wenn ich mir meinen Zustand betrachte, helfen kaum irgendwelche Medikamente. Und wenn ich einfache Ergänzungsmittel nehme, zum Beispiel Multivitamin B-Komplex, dann nur zur Intensivierung. Und ich nehme die empfohlene Dosis, um meine Gesundheit zu verbessern. Und alles andere, wie Kopfschmerzmedikamente, nehme ich, weil ich zuvor sehr viel Stress hatte und viel arbeitete, viel geistige Arbeit hatte. Und da bekam ich oft Kopfschmerzen. Und jetzt frage ich mich zum Beispiel, wo sind die hin? Meine Kopfschmerzen sind weg. Ich denke, das liegt an meiner verbesserten Blutzirkulation. Mein Blutdruck ist niedriger. Sonst war es immer sehr hoch, erhöhte Ausdauer und all diese Momente. Und es gibt viele solche. Zum Anfang dachte ich, alles aufzuschreiben, aber dafür hätte ich mehrere Seiten gebraucht und deswegen dachte ich, es ist viel besser, ich spreche einfach darüber. Und meine Schlussfolgerung, es ist einfacher zu sagen, was sich nicht verbessert hat, wie alles das, was sich verändert hat, aufzuzählen. Und ich habe schon viele biologische aktive Ergänzungsmittel probiert, aber keines hatte bis jetzt so eine Wirkung wie Synthesit. Es ist viel besser, 100-mal besser, 200-mal besser, vielleicht sogar mehr. Und das ist meine persönliche Meinung. Man hat immer Zweifel oder ist unsicher, ob das alles so stimmt, aber manche nehmen unterschiedlichste Medikamente oder Ergänzungsmittel und oftmals kann man dem nicht glauben oder sie werden überbewertet. Aber bei ihnen denke ich, dass sie sich eher unterbewerten. Sie präsentieren ihre Informationen sehr vorsichtig. Eventuell verstehen sie selber die Wirkweise noch nicht ganz und deswegen. Sie zeigen ihre Technik der Zukunft aus beruflicher Sicht als Berater behandle ich unterschiedlichste Themen. Ich mache Business Consulting, wurde zweimal deswegen auf unterschiedliche Weise auf ihre Firma aufmerksam und das zweite Mal durch einen Bekannten. Er erzählte mir von Synthesit und ich wusste sofort, über was er redete. Dass es sich um ein sehr interessantes Produkt handelt. Und ich probierte es selber aus, um auch sicher zu sein, um was es geht. Und ich war mir von Anfang an bewusst, dass es hilft und keine Zweifel dem gegenüber hatte. Und ich hatte recht, denn es hat mir etwas gebracht. Und wenn ich alles objektiv betrachte, es mir genauer anschaue. Oh, Alexei, entschuldigen Sie, Sie hörten bei Objektiv auf. Sie waren eingefroren. Objektiv, ja, alles, was ich sagte, nicht 100%, ich kann nicht alles bestätigen. Aber in der Tat, wie Sie es beschreiben, ich sehe es selber an meinen Ergebnissen. Es hat sich alles wiederhergestellt. Alles bezüglich meines Rachens und auch Symptome wie Durchfall, Infektionen, Erkältungen, keine Frage. Auch besseres Hautbild, bessere Muskelfunktionen. Und das Erste, was ich bemerkte, war eine erhöhte Ausdauer, Lebhaftigkeit und einfach mehr Aktivität. Ich nehme es 3 Monate lang, August bis November. Und alle meine Symptome haben sich verbessert. Ich hatte keinen plötzlichen Wow-Effekt, wo alles gleich auf einmal passierte. Mein Körper hat sich schrittweise wieder eingestellt und verbessert. Und es ist gut, wenn der Körper sich von alleine wieder aufbauen kann und keine Überdosierung vorkommt. Und somit ist der Körper nicht gestresst und die Heilung erfolgt nach und nach. Und man spürt trotzdem eine Art Antrieb, sobald es anfängt mit Wirken. Und so ging es mir zumindest. Und wie ein Schneeballeffekt, der über Zeit heranwächst und schneller wird. Und wie gesagt, mein Hautbild verbesserte sich. Auch mein Herz-Kreislauf-System verbesserte sich, so auch meine Magen-Darm-Funktion.
Und die Frage ist eher, was hat sich nicht verbessert? Es ist bestimmt einfacher, es so herum zu formulieren. Wenn ich sehe, was sich alles an mir verändert hat zwischen 95 und 100% konnte ich feststellen, den Tag über. Was geschah noch? Was hat sich noch verändert? Weniger Druck auf den Augen, bessere Augen, Muskelfunktionation, um genau zu sein, Erholung, bessere Sehweise, besseres Denkvermögen. Ich denke, alle Systeme, emotional, mental und auch körperlich, sind miteinander verbunden und natürlich, du kannst genau diese Wirkung spüren. Man hat ein besseres Empfinden, weniger Stress, man ist nicht mehr so reizbar und ich reagiere auch ruhiger auf das Verhalten von anderen Menschen. Ich kann mich besser konzentrieren und nachdenken. Ich hatte jetzt keinen Wow-Effekt. Ich fange gleich an, mit Quantenphysik zu beschäftigen und so weiter, als wäre es wie das Leichteste auf der Welt, wie für Hawking. Aber ich fühle, ich kann klarer denken. Das kann ich auch noch sagen. Hier, ja, alles ist gut, es gibt keine Unstimmigkeiten und ich empfehle es gerne auch meinen Bekannten. Wie eine Art Alleskönner, der es einfach macht und dann sieht, ob es sich gelohnt hat. Ich kann es allen empfehlen. Ich wurde schon von vielen Leuten angesprochen. Ich kenne Sergei Vinogradov, Michael Komar und sie möchten gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Sie sind auch sehr daran interessiert und viele Nutzer, die es nehmen, die ich kenne, nicht alle nehmen es. Viele haben Angst, trotz der Tatsache, dass sie schon einige anderes versucht hatten, aber die dem zustimmen, denen geht es genauso wie mir. Vielleicht übertreibe ich ein wenig oder es scheint, als ob ich übertreiben würde, aber ich fühle, ich habe einen super Effekt gespürt und ich erzähle den Leuten darüber, denn ich es weiterempfohlen habe und deswegen merke ich auch die Verbesserungen und ich merke, wie es stärker und stärker wird. Und ich sage ihnen, Jungs, bei mir ist schon das passiert und das auch und ich beobachte das und das. Ich bin sehr involviert und natürlich, ich glaube, es handelt sich hierbei wirklich um eine Technik der Zukunft. Und wenn es auf den Markt kommt, sollte es auf jeden Fall wahrgenommen werden, um einfach zu sein. Und ich war überrascht, wie preiswert es ist. Und vielen Dank dafür, denn für mich sollte es einen Preis zwischen 400 bis 4.000 Dollar oder mehr haben. Und bis jetzt konnte ich noch kein Medikament mit einer ähnlichen Wirkung finden. Und die Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme ich nur, um meine Gesundheit zu verbessern. Zum Beispiel Multivitamin B, das nehme ich nach Empfehlungsanweisung, um einfach meine Gesundheit zu pushen. Und jegliche andere Dinge, wie Kopfschmerztabletten, da ich zuvor immer viel mentalen Stress hatte, viel Arbeit, viel nachdenken musste. Im Grunde hatte ich oft Kopfschmerzen. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Im Grunde genommen nichts mehr, da sich mein Herz-Kreislauf-System verbessert hat. Ich bemerke zwar viel, aber ich kann keine Befunde Ihnen zeigen. Jungs, schaut, das ist der Beweis, es sind lediglich Veränderungen, die ich spüre, aber sie existieren definitiv. Und das ist sicher. Und nochmal, ich machte schon viele Erfahrungen mit einer Reihe an biologisch aktiven Ergänzungsmitteln, mein ganzes Leben lang. Meine Eltern sind im Bereich Multilevel Marketing, MLM und ähnliches involviert. Es war in den 2000ern sehr beliebt und wenn man diese Effekte vergleicht, dann ist es 100 Mal, 200 Mal größer. Vielleicht sogar mehr. Es ist einfach eine Tatsache für mich persönlich. Es gibt Personen, die daran zweifeln, die denken, sie werden reingelegt oder ähnliches, aber gleichzeitig nehmen sie andere unseriöse Ergänzungsmittel oder Medikamente. Und in der Regel wird viel gelogen oder, um genau zu sein, wird der Wert dieser Mittel sehr übertrieben vermarktet. Aber hier denke ich, dass es sich eher um eine Untertreibung handelt. Ihr stellt Informationen sehr vorsichtig dar und ich denke, da es sich noch um eine phänomenale Wirkweise handelt, die schwer zu erklären ist. Es ist ein Teil der Zukunft. Denn wie gesagt, wenn man sich ernsthaft mit psychophysischen Dingen beschäftigt, wie Qigong und Yoga anschaut und andere holotrope Praktiken, die die Gesundheit verbessern,
die bestimmte Gefühle und Emotionen ausschütten, die den körperlichen Zustand verbessern. Das Gleiche passiert auch hier und der Körper wird auf keine Weise überlastet. Da ist diese Methodik einfach nicht erlaubt und jegliche Technik oder Aktivität kann Stress für den Körper sein. Man begibt sich in einen tiefen Zustand, dass sich der Körper danach ausruhen muss. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und so habe ich es auch erlebt. Aber hier funktioniert alles auf eine natürliche Weise. Denn umso natürlicher der Vorgang ist, umso besser den im Körper finden keine Schwankungen statt und die Leute fangen nicht an, zum Beispiel sich mit Süßigkeiten vollzustopfen. Das sind die wahren Drogen, so große Glucose. Und ich werde es in Ausrufezeichen nehmen, um es vorsichtiger zu formulieren. Sie stopfen sich voll, sorgen für psychoemotionale Stimmungsschwankungen, für welche man dann noch mehr und mehr braucht. Und einerseits wird man nicht abhängig und andererseits ist ein rein natürliches Mittel. Und ich habe Synthesit gemeinsam mit anderen Dingen probiert, im Singer. Ich fing zum Beispiel mit einer Kapsel am Tag an, danach 2 und jetzt 3. 2 morgens auf nüchternen Magen und eine abends. Vorher hatte ich überlegt, wie ich es genau nehme, denn ich nicht schlafen werde, aber das ist eine Leistung der Ausdauer, welche sich erhöht hat. Lebendigkeit hat nichts mit einer Überlastung des Nervensystems zu tun und Leute verstehen es falsch. Ich nehme jetzt und dachte, ich kann nicht mehr schlafen, dass ich schlaflose Nächte hätte, aber es ist nicht so. Im Gegenteil, das System stabilisiert sich, meine Hormone stabilisieren sich und wenn ich schlafen gehe, es ist heiß und kalt und man deckt sich ab und es geht los. Und hier findet eine Stabilisierung dessen statt. Und weil unsere Gesellschaft leider etwas unwissend ist, ich will nicht sagen analphabetisch, aber unwissend dem gegenüber, wie der Organismus funktioniert, wie der Geist arbeitet, man ist an etwas Neuem interessiert, man will etwas Neues ausprobieren, man ist einfach neugierig. Dann nimmt man es, beobachtet, was passiert, akzeptiert es oder nicht, macht sich Notizen und so weiter. Und meine persönliche Empfehlung, es sollte gefahrenlos sein und von anderen Personen empfohlen worden sein. Mundpropaganda ist immer noch eine gute Option. Man versucht es und macht seine eigenen Erfahrungen, denn einfach nur dastehen und nichts tun, darüber nachzudenken, ob es vielleicht doch schlecht oder doch gut ist, bringt nichts. Im Sinne nur, aus eigener Erfahrung kann man seine persönliche Meinung bilden. Ein Verwandter meinte, seine Haare fingen am 2. Tag an, wieder zu wachsen. Er war ernsthaft kahl und jemand sagte ihm, ich fühle nichts. Hier noch einmal das Thema körperliche Unterordnung. Viele Giftstoffe im Körper, er war einfach überlastet und die Person nimmt eine Kapsel und denkt gleich, dass er oder sie eine Erleuchtung erlebt, dass sie sich in eine Art Superman verwandelt, komplett geheilt, außerordentlich super duper schlau wird und so weiter. Und sofort nach der Einnahme nur einer Kapsel. Aber nur wenige verstehen, dass sowas auch in Stress ausarten kann, wenn es nicht so funktioniert, wie man denkt. Und im Gegensatz bedarf es ein wenig Zeit und eine konstante Einnahme. Und so wird es auch empfohlen. Und ich möchte noch sagen, dass von meiner Erfahrung kann ich es weder bestätigen noch widerlegen, aber abgesehen von den Erfahrungen, die ich machte, ich erzähle Ihnen noch etwas. Es basiert auf informellen Codes, auf Daten. Sie können sie irgendwie nennen. Auch in der heutigen Psychologie gibt es Teilgebiete, das sich Quantenpsychologie nennt. Und dort sprechen sie über das Konzept als morphogenetisches Feld. Ein guter Kamerad hat sich den Namen ausgedacht. Ein angesehener Psychologe und Psychotherapeut, Bert Hellinger. Es liegt schon recht lang zurück, dass wir diese Information haben, aber es funktioniert. Es hat einen Einfluss und diese Information kann man sehr gut hier erkennen, dass wenn der Körper das Produkt aufnimmt, aus meiner Sicht fängt es an, neue Informationen zu übertragen. Informationen
über die eigene Gesundheit wird an die Zellen übertragen. Und das wird als zelluläre Ebene bezeichnet, molekulare, auf atomarer oder auch auf Quantenebene. Und meiner Meinung nach findet etwas vorerst im niedrigen Mikrokosmos statt, im tieferen. Und ich habe es nicht weiter untersucht, aber die Wirkung ist wie folgt. Wir nehmen zum Beispiel eine Zelle, relativ gesehen nennen wir es eine Zelle. Der Körper ist bestimmte Gegebenheiten gewöhnt, Ausdauer 20%, Kraft einige Prozent und so weiter. Und man gewöhnt sich daran und der Körper funktioniert dann so, dass er sich anpasst, auch wenn er krank ist. Versucht er zu überleben, da es besser ist zu überleben, wie zu sterben. Und diese Gegebenheiten sind natürlich und normal. Aber sobald er neue Informationen erhält, fängt der Körper an, sich neu aufzustellen und die neuen Informationen in sich zu verarbeiten, genauso wie jetzt. Wenn wir miteinander sprechen, wenn eine Person eine interne Blockade hat, ein Sicherheitssystem, welches neuen Input nicht akzeptiert und wir einfach sterben, das Wichtigste ist dann noch zu überleben, sich zu entwickeln. Und hier haben wir den Vorteil, dass die Information nicht über das Gehirn vermittelt wird, über unseren Neokortex, der versucht, wie ein Reptilienhirn alles zu kontrollieren. Daten werden sofort aufgenommen, wie ich persönlich auch erwarte, direkt über unsere DNA und wo genau jegliche notwendige Information über unser zukünftiges Dasein bestimmt wird, Geno- und Phänotyp und so weiter. Es erfolgt eine Umstellung auf Basis neuer Informationen. Und nur im Vertrauen zwischen uns, es gibt unterschiedliche Dimensionen. Das ist ein bestimmter psychischer Begriff. Es ist keine fünfte Dimension und so weiter, sondern es existieren ungefähr 11. Und in der Theorie gelten sie als Quantenphysik. Und hier ist die Information auf einer höheren Ebene als dritte Dimension. Es ist auf der vierten, vielleicht sogar auf der fünften Dimension. Und diese Methodiken sind definitiv, was wir brauchen. Und aufgrund solcher können wir von vielen Ressourcen Nutzen ziehen und Veränderungen für die Menschheit hervorbringen. Auch Entwicklungen schaffen, zur Evolution beitragen, vielleicht sogar einen ersten Schritt auf eine nächste Ebene der Evolution schaffen, auf Basis des Niveaus, was wir derzeit besitzen. Denn solange wir glauben, dass wir unser Limit erreicht haben, wird keine Entwicklung stattfinden. Das Gehirn setzt aus und wenn es zu stur ist, werden wir nicht lange leben. Wir werden bloß mit unseren Kosmonautenanzügen fliegen können und das ist unser Maximum. Und meiner Meinung nach ist das Unsinn, denn ich möchte eins sagen, ich denke, es ist eine Frage einer Transformation auf qualitativer Ebene. Wir verfolgen einen Weg der quantitativen Entwicklung schon lange. Und vielleicht gibt es in diesem Produkt und in anderen ähnlichen Produkten, die ich nicht kenne, vielleicht existieren sie, ich kenne sie nicht, welche den Prozess der qualitativen Transformation von einem Zustand in einen anderen verwandeln. Wie wenn eine Person sich dafür entscheidet, Klavier zu lernen. Er setzt sich hin, wählt die Töne und fängt an mit Spielen. Wir nennen das Intuition, ohne irgendwelche Tricks. Er fängt einfach an mit Spielen und steigert sich von Stufe 1 zu Stufe 2, verbessert sich. Und wenn es nicht das ist, was wir brauchen, dann was brauchen wir? Was braucht eine Person, wenn nicht genau das? Sollte das definitiv eine Bestätigung sein und an erster Stelle eine Bestätigung eines größeren Ausmaßes, welches wir noch nicht gesehen haben. Und zur Zeit, als Quantumphysik im Aufstieg war, viele sagten, das ist Unsinn, das ist unmöglich. Aber gleichzeitig ist es unsere Basis, Quantumcomputerentwicklung, Quantumnetzwerke und alles wurde Teil des Lebens. Ich glaube, dass wenn Menschen es nicht mit Gewalt unterdrücken, wenn sie nicht davor wegrennen oder kriechen und der Entwicklung gegenüber lügen, so in einer kurzen Zeit denke ich, dass Menschen in der Lage sind, eine komplett neue Ebene zu erreichen. Und deshalb ist es mein persönlicher Wunsch, dass sie global werden, auf planetarischer Ebene, denn es ist eine wahre Sache.
Und vielleicht denke ich, dass es noch andere Entwicklungen geben kann, weil das modifizierte Eisen ist eins, aber die Sache ist, dass man eine Reihe an Substanzen modifizieren kann. Und ich denke, dass hier alles richtig läuft, genau was der Körper braucht. Und heutzutage und als Resultat dessen konnte dieses Produkt erstellt werden. Und ich denke, die Frage liegt in der Technologie selber. Das heißt nicht genau das Produkt, aber in der Lage der Technologie selber, die in der Lage ist, dieses Produkt zu entwickeln und andere ähnliche. Und sollten wir außerhalb dieses Trugschlusses gehen, warum mag ich diesen hellseherischen Begriff nicht und muss zur gleichen Zeit darüber lachen, weil als der Wissenschaftler Arthur C. Clarke sagte, dass jede Technologie, die außerhalb des menschlichen Verstandes liegt, als Magie bezeichnet werden kann. Wenn wir einen Ureinwohner ein Feuerzeug zeigen, kann es auch als Magie wahrgenommen werden, aber es ist nur eine wissenschaftliche Herangehensweise. Man bewegt sich nur in seinen eigenen Limits, Grenzen, die sich Menschen selber gesetzt haben. Und sie sagten, das ist alles unser Limit. Sie lassen uns einen super-duper Motor bauen, der 1000 Kilometer mit einer Ladung fahren kann. Und bezüglich der Technik, die wir schon ansprachen, ich denke, dass diese Technik in verschiedenen Industrien entwickelt werden kann. Und es ist eine Grundlage, Einstellung, die eine Person auf angenehme Weise auf körperlicher Ebene fühlen kann. Denn wenn es für den Körper das Richtige ist, ist es auch für alles andere richtig, wenn sie diese Technik erweitern. Ich bin mir sicher, dass man mit dieser Technik in der Lage ist, auch zum Mond zu fliegen, zum Mars und weiter und jenseits des Solarsystems. Und es ist abhängig davon, wie es benutzt wird. Es ist eine Frage der Menschen, die, wenn sie richtig sagen, es ist eine Sache, wenn sie richtig funktioniert. Es ist etwas anderes, wenn sich die Menschen geistige Hindernisse in den Weg stellen, weil sie es nicht anders gewöhnt sind. Und ich habe hier auch eine Aufgabe. Fragen Sie Ihre Freunde, die keinen Effekt spüren, vielleicht sind sie einfach noch nicht bereit, diese Ebene zu betreten. Ja, ich stimme dir zu. Es stimmt, es ist abhängig vom freien Willen. Und es gibt Effekte wie Placebo und Nocebo. Wenn eine Person immer vom Schlechten ausgeht, kann keine seiner Meinungen ändern, auch nicht die Ärzte. Wenn eine Person sterben will, dann wird sie sterben. Wenn eine Person bis zum Ende überleben will, dann wird sie auch bei Unglücksfällen überleben wollen. Und viele Menschen sind heutzutage allergisch gegenüber dem Glücklichsein, denn sie denken, dass sie nichts anderes können, auch wenn es direkt vor ihren Augen passiert. Ein Mann sieht ein fliegendes Objekt, nehmen wir einen Antischwerkraftmotor. Aufgrund seiner kognitiven Dissonanz wird er das, was er sieht, einfach ignorieren, aus seinem Leben löschen, obwohl objektiv gesehen die Erfindung funktioniert. Objektiv und subjektiv gesehen. Und ich machte Tests und das ist ein bestimmtes Thema. Denn die Werte erhöhten sich und jene Werke, die zum Beispiel nicht sich ändern, sollten sich nicht ändern. Und das ist für mich ein Wunder oder Phänomen oder etwas anderes. Und bestenfalls eine Anomalie. Ja, es funktioniert. Und ich möchte noch einmal erwähnen, dass es sich hierbei um etwas sehr Starkes, sehr Kräftiges handelt. Etwas, was aktiv vertrieben werden muss und über was gesprochen werden muss. Und egal, was ich mache, egal welchen Status ich habe, wenn ich mir das Produkt kaufe, dann möchte ich auch darüber sprechen. Das ist wichtig. Und ich will es nicht für mich alleine nutzen. Ich will nicht ausschließlich, dass ich es nutze. Und sie denken, dass es gut für sie ist, aber schlecht für alle anderen. Und er oder sie, alles ist wunderbar, wie nach dem Prinzip der Selbstbestätigung. Und vielleicht gibt es Menschen, vielleicht behaupten sie sich dadurch, aber umso schneller man als Mensch wächst, umso schneller und umso mehr wird es geben. Es ist eine Investition für Technologien zur Weiterentwicklung.
Das heißt, Geld heutzutage leider ist ein entscheidender Faktor, damit Technologien einfach entwickelt werden, Progress gefunden wird in Bezug auf die Lage und finden weiter Fortschritt. Und nicht darüber zu reden, ist kriminell, eine Straftat gegenüber der Menschheit. Es ist eine recht unmoralische Tat. Und ich weiß also nicht, ob unser Gesprächsinhalt in den allgemeinen Themenbereichen passt und ob das Video überhaupt veröffentlicht wird oder ob es auf eine schwarze Liste kommt. Ich mache nur Witze. Ich will sagen, dass bitte sprechen Sie darüber, vor allem wenn Sie als Kunde nehmen, vor allem wenn man etwas spürt. Natürlich, ich nutze auch andere Dinge, bestimmte Sinusgeneratoren zum Beispiel, andere Techniken, womit ich Atemübungen mache, denn der Trick ist nicht, dass ich eine Pille nehme, die mich unsterblich macht. Das wird dann eher als Unterstützung gesehen und nicht als Ersatzmittel. Das ist genau, was wir hier sehen. Es unterstützt erheblich. Zu Beginn nahm ich 2 Packungen und dann gleich 4 auf einmal und jetzt 6 Packungen und ich weiß nicht, man kann mich jetzt nicht mehr stoppen. Ich werde 8 Packungen nehmen und mehr und denn genau das brauchen wir, eine langsame Steigerung, nicht gleich eine ganze Handvoll, denn es sollte vom Körper aufnehmbar sein. Und auch wenn zu viel genommen wird, schüttet es der Körper nicht einfach wieder aus. Deswegen langsam erhöhen, denn eine Kapsel meiner Meinung nach ist nicht genug, um etwas zu spüren. Nicht, weil die Substanz nicht funktioniert, sondern eher, weil es zu viele Giftstoffe im Körper gibt. Es häuft sich viel im Körper an. Der Körper einer Person muss schon 20, 30, 40, 60 Jahre durchhalten und deswegen ist ein wahrer Effekt zu Beginn natürlich schwer. Aber wenn man zum Beispiel 2 Kapseln am Tag auf nüchternen Magen nimmt, ist es eine super Unterstützung für den Körper. Und seine Stabilisation, weil der arterielle Druck gesenkt wird, der zuvor zu hoch war, und die Ausdauer erhöht sich und es gibt viele Momente. Zuerst dachte ich, alles aufzuschreiben, aber dann merkte ich, dass es einige Seiten lang sein wird und deswegen entschloss ich mich, eher direkt über alles zu sprechen. Und ich kam zum Entschluss, alles das zu nennen, was sich eher nicht verändert hat. Und es gab Zeiten im August, in den ersten Einnahmezeiten, und es gab auch Zeiten, als ich Antibiotika nahm und vom Arzt empfohlen aufgrund Magen-Darm-Problemen. Und das Antibiotikum hat alles zerstört. Es war eine schwere Zeit für mich. Sogar meine Zähne mussten leiden. Und man konnte durch meine Zähne sehen und man kann es gut am Knochensystem sehen. Und man denkt, dass sich Knochen sehr langsam entwickeln. Ernsthaft, ich nehme es jetzt schon 5 Tage lang und dann hatte ich einen Ausbruch an der Haut und so weiter und das sind andere Themen. Sehr schnelle Heilung und aufgrund der Tatsache, dass ich nicht qualifiziert bin oder ein Experte, der mit seinem Diploma herumwiegeln kann oder Doktor. Ich sage nur, Jungs, ich empfehle es euch. Ich bin nicht der beste Promoter in diesem Sinne. Ich habe keine Millionen an Followern. Ich habe keinen Abschluss. Aber zwischen uns, dadurch, dass ich direkt damit verbunden bin und jetzt habe ich direkt Kontakt mit Menschen, deswegen, ich sehe im Grunde genommen, dass alles dies möglich ist. Hier kann man es direkt in die Hände kriegen. Ich weiß nicht, was einfacher ist. Was sollte man anderes Menschen geben? Erzählen Sie mir, was man mit den Menschen machen soll, die nur sich selbst trauen, ihren Freunden, der ihnen über Synthesit erzählt hat. Werbung machen, es kaufen, aber ihre inneren Ängste, diesen Nocebo-Effekt, den sie haben, sie wollen einfach nichts anderes erreichen. Sie durchlaufen all das mehrmals und was würden Sie von Ihrem Standpunkt aus empfehlen? Was sollten diese Personen tun? Was sollten sie mit sich selber verhandeln oder umgehen?
Empfehlungen in der Давайте Hinsicht. так. Если Wenn человек eine прям Person совсем fest davon стоит, вот überzeugt он ist und говорит, это sagt, es все не hilft nichts, помогает, dann sollte man можно просто das не einfach nicht принимать. Можно akzeptieren. Man дальше sollte искать immer noch andere варианты, но, Optionen скорее in всего, Betracht ziehen. человек снова Aber in вернется der к Regel этому kehrt eine варианту. Просто Person длинным in den путем alten пойти. Zustand zurück, То есть, halt nur безусловно, auf никто не langsamem Weg. заставляет, Aber man ist руки dazu не gezwungen, es выкручивает, не ernst zu говорит nehmen. под дулом Und пистолета deswegen kann обязательно jemand eine принимать, Idee im поэтому человек Kopf может haben, aber пройтись, abhängig von dem, was но из verfügbar того, что ist доступно, und с wie учетом того, сколько viel, всего там. wie alt. Вот Ich мне bin 29 29, Jahre alt und и habe ну, viel лет zu 20 я уже все Psychologie это дело gelernt, изучаю, там, bezüglich Ergänzungsmitteln психофизически, с точки зрения und so БАДов и так weiter. далее. Вот Die за letzten весь 20 этот Jahre an 20-летний Erfahrung опыт, который у zeigen меня есть, он mir, dass пришел к dieser тому, что Effekt это максимально das эффективно. Effektivste ist. Может быть, Und человек vielleicht wird займется и jemand es скажет, tiefer нет, erforschen und sagen, Алексей, nein, ты не прав, Alexei, du hast nicht recht. безусловно, вы Natürlich правы, hast du я не recht und прав. ich Конечно же, liege natürlich занимайтесь, falsch. идите длинным Und путем и так mach, wie далее. du es Для тех, willst, кто gehe den не чувствует langsamen Weg. сильного Und für эффекта, я бы diejenigen, сказал, die бы nur wenig порекомендовал spüren, würde отмечать ich малые empfehlen, эффекты. То auch есть, auf когда Kleinigkeiten zu мы achten. принимаем Denn wenn wir малое, у kleinere нас Dinge есть доступ к annehmen, большему. sind wir Чисто offener für банальная Größeres. психология для Und человека einfache работает. allgemeine И menschliche эффект в Psychologie. любом случае Und man будет. wird definitiv etwas Фишка spüren. заключается в том, Wenn что sich eine раз Person человек это dazu bereit выбрал, ну, значит, в erklärt какой-то hat, степени он es уже schon den доступ к ersten этому Schritt дал. zu То есть, machen, если dem он вообще gegenüber. не хочет, Und wenn er вообще überhaupt не nicht will, es прикасается nicht к этому, einfach не покупает, anfassen will, es это auch одно nicht дело. Но kaufen если will, он ist es взял и seine уже Sache. как минимум Wenn начал er es doch употреблять kauft und данный beginnt zu препарат, nehmen, то у него hat уже er есть seinen какой-то ersten Schritt маленький gemacht доступ, und а das значит, Produkt wird препарат einen будет в Einfluss любом auf ihn случае haben. работать. Und Но в любом случае, derjenige вот wird будет что-то sich wehren, seinen сопротивляться, Kopf kratzen, там mit den пол на Füßen голове stampfen, чесать, es немножко ablehnen топать, wie ein Kind. обижаться, ну, в общем, все детские Dieses стратегии, Vorgehen которые gibt es только häufiger im возможно Leben. использовать в своей Und жизни, viele а эффект merken все равно будет etwas. Und das прослеживаться. Problem Проблема ist, просто в dass том, die что Person обычно es человек allerdings вот nicht эти вот akzeptiert und als моменты Hindernis betrachtet. относит к случайности. Und lassen Sie es То mich есть an он, это вот einer как в Anekdote анекдоте erklären. называется, Jemand spricht zu Gott, обращается, fährt да, ein человек Auto, к sagt, Богу, bitte, ich едет на brauche einen машине и говорит, Parkplatz, ich bin zu пожалуйста, вот spät. мне Er нужно findet сейчас einen парковочное Parkplatz und место, die я Person сейчас вот sagt, опаздываю, okay, вот мне очень нужно, появляется парковочное ich место, и brauche человек говорит, ihn не nicht надо, mehr, все, ich я habe сам. einen gefunden. Вот Es это kommt очень sehr частый häufig эффект, vor, когда dass eine человек реально Person den получает wahren эффект Effekt erlebt. Es ist по-настоящему, и это видно. offensichtlich, die Haare sind Там, weniger что brüchig, zum волосы Beispiel стали Falten sind менее ломкими, verschwunden, например, а морщины стали Zähne проходить, sind там, зубы weißer, im Grunde стали man белее. hat В принципе, вообще понятие keine простуды Erkältung mehr. исключилось Das вообще sind из жизни. Это, Beobachtungen, опять же, из die Menschen, наблюдений, mit denen ich im взаимодействия с Kontakt теми bin, людьми, gemacht которым я haben. Und предлагаю ich данный wiederhole препарат. es noch einmal. Опять же говоря, Ich я говорю, я kriege с hierfür этого ничего не nichts. получаю, Und ребят. was Ну, kann ich noch что еще sagen? можно Sie сказать? können es natürlich abwertend betrachten, А, aber Tatsache Можно, ist, dass конечно, это обесценить, meine но Gedanken факт sind есть в etwas том, что, durcheinander. да, Naja. немножко мысль запутался. Und В общем, человек grundsätzlich часто nehme это ich, обесценивает за dass счет того, что vieles считает, что у него это abwertend sehen само und denn собой sie glauben, произошло, es что он geschah auf такой вот natürliche Weise красавчик, und sie machen что es это вот он eigenständig. сам Es что-то gelang там ihm сделал, вот у него erfolgreich und es war получилось, immer schon и что so. это всегда было. Und das Problem bei Проблема einer естественного Vorgehensweise процесса ist, dass wenn es заключается в том, passiert, geschieht es что когда это natürlich происходит und wie максимально möglich, so естественно, человек natürlich wie просто möglich. не Eine фиксирует Person stellt keine изменения. Veränderungen Да, fest. у нас Es есть gibt таких если viele очень много solche людей, да, Personen, на die самом деле. sagen, ich bin Они aufs говорят, Land вот я на дачу gezogen, die переехал, Sonne scheint, солнышко Produkte светит, sind я стал лучше nährstoffreicher, Конечно. питаться. ich war На in карантине Quarantäne, сидел, ich fing an, Да, Vitamine zu витамины nehmen выпиваю. витамин начал und пить, ich я не verstehe понимаю, nicht, чего was это für случается. Потом, Veränderungen mit когда mir passieren. перестает Und wenn пить sie визит, aufhören, проходит Synthese там zu 1,5-2 nehmen, месяца, и смотрят, 1,5, а что-то 2 жизнь Monate хуже später, становится, sie sagen, почему-то oh, mir вдруг geht es nicht gut. обратно. Да, Ну, Winter наверное, steht зима vor der наступила, Tür und солнышко прочесало. es да, gibt наверное, keine зима Sonne. наступила. Ja, der Наверное, Winter там ist gekommen соседка und ich какая-то streite mich wieder mit meinen поругалась, Nachbarn und sie там, порчу verfluchen на mich. словах. Ja, Ой, это sagen Sie es вообще, mir nicht. это не Böse говорите с глаза, Blicke порчи, und проклятия, все Flüche дела, und да, Leute люди nehmen чем alles угодно an, прикрываются, nur лишь бы не damit брать ответственность sie на bloß себя. keine Verantwortung Хорошо, если übernehmen заключить, ну вот brauchen. как бы, я бы Nun сказал, abschließend, отслеживайте, skeptische заведите Leute дневник. sollten ein Ну вот для Tagebuch людей führen. скептиков Ein заведите Tagebuch себе führen дневник и фиксируйте und те alle изменения, которые Veränderungen, у die вас man wahrnimmt, происходят aufschreiben. каждый день, Täglich und а am лучше besten 3 раза 3-mal в am день. Tag. Auch wenn Даже man если кажется, что denkt, ничего не nichts происходит, passiert, teilt просто es вы in 3 пишете там Kategorien, zum по Beispiel beginnen mit der пунктам, пусть это будет Muskulatur, пункты, например, там от мышечной системы weiter до mit der там костной Knochenstruktur системы, und опорно-двигательной. Вот все вот Bewegungsapparat. так вот Und расписано alles для самых aufschreiben und das ist дотошных, für которые, die в принципе, Akribischen, die готовы к этому bereit sind, подойти, tiefer ну reinzugehen или oder хотя бы просто zumindest фиксировать das какие-то aufzunehmen, моменты, was которые
gerade passiert ist, denn es geht um beides, das psychophysische, körperliche und emotionale Bewusstsein. Auf allen Ebenen findet etwas statt. Und beobachten Sie eine Ebene und zum Beispiel, dass Sie eine Warze haben und Sie schauen jeden Tag danach, obwohl Sie wissen, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Sie wissen, dass eigentlich, dass es gut ist und das auch, aber die Warze geht einfach
einfach nicht weg. Und das ist eine sehr häufige, wiederkehrende Wahrnehmung, wie ein Tunneleffekt, wo man nichts anderes wahrnehmen will. Normalerweise arbeitet eine Person so nicht. Und es wäre dann eine Selbstdiagnose, eine Selbstreflexion, einfach so von oben nach unten. Und ich würde vorschlagen, dass es viel Skepsis gibt. Man macht von sich selber eine Komplettanalyse, jeden Tag einen Monat lang, mehr als einen Monat, damit man wirklich Veränderungen feststellen kann. Aber laut eines natürlichen Vorganges, den ich zuvor erwähnt hatte, findet es nicht schaukelweise statt. Ich hatte Kopfschmerzen, ich nahm Tabletten, es ließ nach, aber mein Blutdruck sprang 210 zu 120 und mir wurde schwindelig. Dann sank er von 90 auf 70 und wie man so etwas überlebt, ich weiß nicht. Ich wundere mich immer noch. Ich denke, auch Menschen hat einen starken Lebenswillen nach solch einem Erlebnis. Und mit Synthesis passiert das alles langsam, ohne irgendwelche inneren Blutgerinnsel, Cholesterinplaques, Klammern, Krämpfe, die zuvor existierten. Und zum Beispiel, ich war schon seit 2 Monaten nicht mehr bei der Massage, ich fühlte mich nicht danach und wenn ich gehe, dann eher zur Vorbeugung. Und früher ging ich immer, weil ich zu viel und langsam saß, 4 bis 5 Stunden lang. Es war normal für mich. Und dann ging ich zur Behandlung. Alles wurde gedehnt, gedreht und es war wieder okay. Und meine Hypertonie in meiner Rückenmuskulatur verschwand. Und vielleicht ein Wunder. Und vielleicht denke ich es mir auch aus, denn ich bin eine recht anfällige Person und wissen Sie, was noch? Auch wenn man alle Placebo-Studien ausschließt, wenn sie sich jeden Tag beobachten und ihre Veränderungen aufschreiben, es ist egal, es gibt einen Prozentsatz an Menschen, die sagen, es liegt nur daran, weil ich meinen Zustand täglich beobachte, ich auf positive Veränderungen hoffe und sie mir einrede. Ja, das ist auch normal. Wir sind alle menschlich. Dazu sage ich nur, okay, machen Sie Ihre eigene Diagnose, aber nehmen Sie es weiter an. Manchmal denkt man, es ist ein Placebo-Effekt, aber es funktioniert. Und mit diesem Produkt ist es auch so, sodass eine Selbstdiagnose oftmals die Lösung ist. Und die Hauptsache ist, es weiter aufzunehmen. Weil einfach nur so, wie gesagt, ja, ein Placebo-Effekt funktioniert nicht mit anderen Produkten. Ich stimme dir zu, ja. Okay, Alexei. Vielen Dank für das interessante und informative, freundliche Gespräch. Ich denke, es wird für viele sehr interessant sein und vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir bleiben im Kontakt. Vielen Dank. Danke auch. Alles Gute.